Herr Striegel, Sie haben sich auf eine Umfrage unter den Deutschen bezogen, dass angeblich 60% in etwa das Feuerwerk verbieten wollen. Beim Feuerwerk interessiert Sie das. Wenn aber über 80% die Zahlung des GEZ-Beitrags fordern, dann interessiert Sie das nicht. Man sieht hier also wieder Ihre Doppelmoral, und dasselbe gilt auch für die Ausführungen Ihrer Kollegin, die neben Ihnen sitzt. Hey Leute, ihr müsst euch das reinziehen. Matthias Büttner von der AfD nimmt den Grünen Striegel sowas von auseinander. Einfach nur legendär. Während die Grünen uns das Feuerwerk verbieten wollen, interessiert sie die GEZ-Zwangsgebühr nicht. Doppelmoral in Reihenform. Und dann zerlegt Büttner auch noch das Märchen von den 90ern. Was für eine Ohrfeige. Das müsst ihr gesehen haben. Schreibt in die Kommentare, was ihr von Büttners Rede haltet. Liked das Video und abonniert, wenn ihr mehr solche Highlights sehen wollt. Auf geht's! Ich möchte mit den Ausführungen von Herrn Striegel beginnen, beziehungsweise der Fraktion Die Grünen. Herr Striegel, Sie haben sich auf eine Umfrage unter den Deutschen bezogen, dass angeblich 60% in etwa das Feuerwerk verbieten wollen. Beim Feuerwerk interessiert Sie das. Wenn aber über 80% die Zahlung des GEZ-Beitrags fordern, dann interessiert Sie das nicht. Man sieht hier also wieder Ihre Doppelmoral, und dasselbe gilt auch für die Ausführungen Ihrer Kollegin, die neben Ihnen sitzt, die uns gesagt hat, dass wir alle als Gesellschaft die Folgen von Silvesterunfällen tragen müssen. Das ist korrekt. Das tun wir aber im Übrigen gern, weil wir eben unsere Tradition erhalten wollen. Und was Sie aber nicht in Einklang bringen, sind die Folgen von Messerangriffen, von Überfällen, von Vergewaltigungen Ihrer importierten Migranten hier. Das bringen Sie nicht im Einklang. Das müssen wir als Gesellschaft genauso tragen. Und das ist das ganze Jahr, 365 Tage, die wir das ertragen müssen. Nicht nur ein Abend. Das ist der große Unterschied. Das ist Punkt 1. Punkt 2, natürlich hat es auch schon in den 90er Jahren, die wilden 90er, das ist im Übrigen, Herr Cosme, 30 Jahre her, ist ein bisschen lange her schon, vielleicht ein aktuelleres Beispiel das nächste Mal, aber ich verstehe Sie. Sie wollten die Geschichte erzählen, weil Sie sie selbst erlebt haben und dass Sie in Ihre Jugend zurückgeführt hat, nostalgisch, und da sind Sie eben dann in diesen Erinnerungen versunken, geht mir manchmal auch so. Aber wir haben jetzt 2024 und aktuell ist es so, dass solche Bilder, die Sie beschreiben, eben nicht von Deutschen ausgehen. Und die Bilder, die Sie da damals erlebt haben, haben garantiert nichts damit zu tun, was wir in den Großstädten in Berlin erleben, wo Sicherheitskräfte, wo Einsatzkräfte, wo Rettungskräfte angegriffen werden und nicht nur angegriffen werden, sondern in Fallen gelockt werden, um sie dann anzugreifen und die Autos versucht wird, mit Pyrotechnik in Brand zu stecken. Das ist das Problem, und das können Sie garantiert nicht mit dem vergleichen, was Sie in den 90er Jahren auf dem Marktplatz in Leipzig erlebt haben. Ich denke, da sind wir uns einig. Und da gibt es eben eine enorme Gewaltspirale, die sich immer weiter gedreht hat und dass es eben so weit geführt hat, dass der Staat in vielen Bereichen das Gewaltmonopol ad acta gelegt hat. Und das ist natürlich nicht Sachsen-Anhalt. In Berlin ist das so. Oder wollen Sie mir jetzt erzählen, dass der Staat in Berlin noch in diesen Vierteln die Kontrolle hat? Ich denke nicht. Berlin ist als Beispiel zu nehmen, weil wir natürlich uns daran orientieren müssen, um solche Zustände in unserem Bundesland zu verhindern und gar nicht erst einziehen zu lassen. Und das ist das, worauf wir auch in dieser Debatte hinweisen wollen. Wir wollen aber eben auch darauf hinweisen, dass wir uns durch diese Leute unsere Tradition nicht kaputt machen lassen dürfen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, was auch angesprochen worden ist, ist das Tierwohl, und das ist korrekt. Ich selbst habe auch Tiere, die hole ich dann zu Silvester rein, und die müssen dann Silvester mal einen Abend zu Hause verbringen, und die machen das auch. Und nee, ich habe keine Pferde, Herr Striegel. Ja, wenn jemand Pferde hat, haben Sie Pferde? Wie viele Leute kennen Sie, die Pferde haben? Also ich kenne selber Leute, die Pferde haben. Das Witz hier ist, die haben sich bei mir noch nicht über Silvesterfeuerwerk beschwert. Ich kenne sie auch nicht wenige, die Pferde haben. Mich würde mal interessieren, wie viele Sie kennen, die Pferde haben. Das können Sie an der nächsten Rede erzählen. Dann haben Sie vielleicht wenigstens mal einen Inhalt drin, der mich zumindest interessieren würde, weil der Rest ist ja alles relativ oberflächlich, bla bla, und wir wollen verbieten und wir wollen den Leuten den Spaß verderben. Wenn es nach Ihnen geht,
Dann dürften die Leute nur noch arbeiten gehen, Steuern zahlen und maximal schlafen, damit sie am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Weil sie wollen den Menschen jeden Spaß, den sie noch irgendwo haben können, verbieten. Und das ist eben das, womit Sie hier auffallen. Sie sind die Verbotspartei und bleiben auch die Verbotspartei. Ich finde es gut, wie sich die Koalition hier positioniert hat. Sie wollen an das Feuerwerk nicht ran, sie wollen es nicht verbieten, sie wollen das so lassen, wie es ist, dass die Kommunen im Falle von Ausschreitungen eben die Möglichkeit haben, punktuell Feuerwerk einzuschränken. Das ist in Ordnung, das muss es auch geben, diese Möglichkeit. Aber ein großes und ganzes Verbot von Feuerwerk darf es nicht geben. Das lehnen wir ab. Und im Übrigen sehen wir das auch so. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Und darum müssen wir dafür kämpfen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Büttner, ich frage Sie jetzt deswegen noch mal, weil Sie jetzt wieder auf Berlin sozusagen reflektiert haben. Ich meine, wir sind ja immer noch in Sachsen-Anhalt. Und da waren das Migranten. Also das wissen Sie definitiv, dass diejenigen, die da Rettungskräfte in die Falle gelockt haben, Migranten waren. Nun sind wir hier in Sachsen, also ich weiß nicht, woher Sie das wissen, aber das wird auch am Ende des Tages nicht sozusagen entscheidend sein. Wir wissen auch nicht, ob es eventuell Deutsche waren, die möglicherweise Raketen irgendwo reingefeuert haben. Aber jetzt hat doch Herr Henke dezidiert, ich frage übrigens Herrn Büttner, jetzt hat auch Herr Henke dezidiert gesagt, dass genau das in Halberstadt passiert ist. Da sind die Rettungskräfte angerufen worden, dann sind sie in eine Falle gelockt worden und dort sind sie mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Und die sagen, wir sozusagen wollen ja nicht, dass die Berliner Situation bei uns passiert. Nun ist aber die Berliner Situation ganz genau passiert. Sind Sie sich da auch hundertprozentig sicher, dass das in Halberstadt Migranten gewesen sind? Oder ist das, weil Ihr Weltbild so ist, jetzt bewiesen, das können nur Migranten gewesen sein? Ich kenne den Fall in Halberstadt nicht, das muss ich auch hier stehen. Ich kenne den Fall nicht. Ich weiß also nicht, wer da aktiv geworden ist und wer da nicht aktiv geworden ist. Ich weiß, da gibt es Erstaufnahmeeinrichtungen und relativ viele Migranten. Ob die jetzt damit was zu tun hat, das kann ich Ihnen nur nach Prüfung der Situation wirklich fair und richtig beantworten. Aber Sie hatten ja auch darauf reflektiert, dass ich Berlin zur Sprache gebracht habe. Und da gibt es ja nun mal klare Berichterstattung drüber, wer in Berlin dort auffällig war. Und ich hatte auch in meiner Rede explizit gesagt, dass es nicht nur um Migranten geht, sondern auch um Menschen mit Migrationshintergrund. Und das Märchen, was man uns immer erzählen will und was man uns auch zu Silvester erzählen wollte, ist, dass die Mehrheit der Täter Deutsche sind. Und da gibt es eine Auswertung der Vornamen, und die habe ich vorhin vorgetragen. Vielleicht haben Sie das auch mitbekommen. Allein unter diesen deutschen Tatverdächtigen, über 600 Leute, gab es 8-mal den Namen Ali, Alkan, Ammar, Amir, Eden. Deutsche Namen muss man da mit der Lupe suchen. Und ich meine, das kann man wegdiskutieren, aber das sind nun mal Fakten. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, dass das, was ich hier gesagt habe, richtig ist.